Der kommt von Frau Dr. Heike Kasper aus dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die Leute, die regelmäßig die Resistenzveranstaltungen besuchen, auch kennen, weil sie eigentlich jedes Mal mit dabei ist, um über die Resistenz bei klinischen Isolaten von Tieren zu berichten. Und das wird sie auch heute wieder tun. The floor is yours. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, Mirjam, für die super Vorlage. Also ich haue jetzt in die gleiche Kerbe und werde Ihnen hauptsächlich Daten von E. coli vorstellen, diesmal von klinischen Isolaten. Wir kommen also weg von den Kommensalen und gehen zu den E. colis, die Tiere tatsächlich krank machen. Jetzt muss ich mal kurz hier schauen, wie die Technik funktioniert. Ach, das ist das. Ah, prima. Auch ich will kurz einführen, was ist die Zielstellung des nationalen Resistenzmonitorings für tierpathogene Erreger in Deutschland. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Datenbasis für die Abschätzung von Risiken, die auf den Menschen aus dem Tierbereich einwirken. Wir müssen Managementmaßnahmen ableiten können, was die ureigenste Aufgabe des Bundesamtes ist. Wir müssen Resistenz möglichst früh erkennen, um dort auch Hinweise für die empirische Therapie, die wir ja logischerweise einleiten müssen, auch wenn wir direkt eine Probe nehmen und in die Diagnostik geben. Nichtsdestotrotz müssen wir ja mit einer Therapie beginnen bei kranken Tieren, insbesondere wenn es sich um größere Bestände handelt. Wir müssen die Trends der Resistenzentwicklung erfassen. Das hat Mirjam ja schon sehr schön beschrieben in ihrem Vortrag, um einfach zu wissen, wohin die Reise geht, was müssen wir beachten, wo müssen wir möglicherweise mit Einschränkungen rechnen. Und zudem, sofern man die epidemiologischen Daten auch dazu hat, kann man eben auch solche Zusammenhänge aufklären. Auch wir haben einen Hintergrund zum nationalen Resistenzmonitoring. Klar, den One Health-Bezug muss ich hier nicht weiter erwähnen. Eine gesetzliche Grundlage gibt es auch. Das ist im Moment der Paragraph 61 TAMG. In der neuen Verordnung wird es der Paragraph 60 sein. Es ist tatsächlich einer weniger geworden oder hinten 5 mehr, ich weiß es nicht. Darin ist verankert die regelmäßige Berichtspflicht des BVL zu Resistenzdaten von klinischen Isolaten von Tieren. Auch das BVL entwickelt jährlich dazu einen dezidierten Stichprobenplan, auch unter Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen. Wir sind da zugegebenermaßen etwas freier als das Zoonose-Monitoring, weil wir sozusagen im Zusammenspiel mit den Diagnostiklaboren uns informieren, welche Entwicklungen gibt es, wo werden möglicherweise neue Spezies, also nicht neue Spezies, aber vermehrt Bakterienspezies mit Problemen aufgetan, und entsprechend entwickeln wir unseren Stichprobenplan. Ja, das Resistenzmonitoring gibt es seit dem Jahr 2001, das ist schon eine relativ lange Zeit. Es nehmen zurzeit ca. 30 Diagnostiklabore aus der ganzen Bundesrepublik teil. Das schwankt immer mal ein bisschen. Diese schicken ihre Isolate aus der Routinediagnostik zu uns, eben nach besagtem Stichprobenplan. Und wir untersuchen diese Isolate auf Resistenz. Das sind so ungefähr 3000 Isolate pro Jahr, die untersucht werden und die eben auch in die entsprechenden Berichte eingehen. Wie bereits gesagt, es werden Isolate von klinisch erkrankten Tieren untersucht. Das sind zum einen die lebensmittelliefernden Tiere und seit dem Jahr 2006 auch die nicht lebensmittelliefernden Tiere, also sprich Hund und Katze im Hauptsächlichen. Was wir nicht untersuchen, sind unauffällige Tiere und eben die Lebensmittel. Das macht unser Schwesterinstitut. Ja, auch wir untersuchen die Isolate nach der Bouillon-Mikrodilutionsmethode gemäß den Dokumenten des Clinical Laboratory and Standard Institutes. Das ist im Moment die Version VET 01, in der ist die Methode niedergelegt. Das ist ein amerikanischer Standard. Warum nehmen wir den? Warum nichts anderes? Dieser amerikanische Standard ist tatsächlich im Moment der einzige, der uns klinische Breakpoints für Tiere liefert. Denn die Testergebnisse müssen evaluiert werden, ganz klar. Ich muss ja wissen, ob es hoch oder niedrig ist, das sehe ich noch gerade so, aber ob es resistent oder sensibel ist, das sehe ich dann eben nicht mehr anhand des MHK-Wertes. Und diese Dokumente enthalten eben besagte klinische Grenzwerte, die sehr spezifisch sind für die Tierart, die Bakterienspezies, Wirkstoff und Indikation.
Soweit, so gut. Das ist alles sehr schön. Leider haben wir nicht für alle solche Kombinationen klinische Grenzwerte. Was also tun? Wir behelfen uns mit dem sogenannten MHK-90-Wert. Es ist eine Krücke, eine Hilfsgröße. Was ist der MHK-90-Wert? Der MHK-90-Wert gibt diejenige Konzentration eines Wirkstoffes an, bei der 90% der Bakterienpopulation abgetötet oder in ihrem Wachstum gehemmt werden. Daran kann ich zumindest erkennen, ist es möglich, wenn ich es im Idealfall weiß, ob im entsprechenden Gewebe eine entsprechende Konzentration erreicht werden kann überhaupt, oder ist der MHK-90-Wert so hoch, dass ich gar nicht in der Lage bin, eine solche Konzentration zu erreichen. Und ich kann dann zumindest mal abschätzen, ob ich einen möglichen Therapieerfolg habe oder eben nicht. So viel zur Theorie. Es kommen die Ergebnisse. Ich fange an mit E. coli vom Kalb. Das ist die Indikation Enteritis. Ich habe Ihnen hier die Resistenzraten von 2010 bis 2020 dargestellt für diejenigen Wirkstoffe, für die wir die entsprechenden Breakpoints eben haben. Sie sehen, es sind nicht allzu viele. Und was Sie auch sehen, ist, dass wir sehr hohe Resistenzraten haben. Insbesondere die Wirkstoffe Ampicillin, Doxycyclin, Tetracyclin und eben entsprechend auch und die Kombination Trimethoprim-Sulfamethoxazol. Wir sind hier bei den höchsten Raten so zwischen 70 und hier ungefähr bei, ich klicke in der Optik, nein, bei 40%. Das ist relativ hoch, das ist unbestritten. Wir sehen, dass hier ein bisschen Bewegung drin ist. Wir sehen hier, das Jahr 2017 ist so ein Tiefpunkt, möchte ich sagen. Da hatten wir einen schönen Abfall der Resistenzraten. Das gilt auch für alle Wirkstoffe, die hier dargestellt sind. Und ab dem Jahr 2018 sehen wir aber leider wieder einen Anstieg. Hier sind die besagten MHK-90-Werte, einfach als Hilfsgröße. Und ich habe Ihnen jetzt mal ausgewählt, wir testen insgesamt 24 Wirkstoffe, das habe ich eben vergessen zu sagen, aber jetzt hier ausgewählt, eben als besonders wichtig für die Behandlung des Menschen habe ich eben die Cephalosporine der neueren Generation. Die sehen Sie hier. Und das Fluorchinolon-Enrofloxacin. Ja, jetzt mal ohne Grenzwerte zu haben, die MHK-90-Werte sind einfach mal hoch. Da ist nicht so viel dran zu rütteln. Was etwas erfreulicher aussieht, ist tatsächlich das Cholestin, was sich in relativ gleicher Ebene über die Jahre hinweg bewegt. Hier nochmal dargestellt die ESBL-tragenden E. coli vom Kalb. Das hat Mirjam eben ja schon sehr schön erklärt, das kann ich mir jetzt sparen. Das sind die Isolate, die aus einer nicht selektiven Anzucht stammen. Also wir reichern die nicht an. Das sind die, die sich eben bei der ganz normalen Diagnostik als ESBL herausstellen. Wir bestätigen das nochmal mit bestimmten Reaktionen und lassen es auch durch das Next Generation Sequencing laufen, aber die sind nicht selektiert. Und dadurch erklären sich auch wahrscheinlich die etwas niedrigen Raten, als man sie sonst normalerweise aus der Literatur kennt. Hier sehen wir, dass wir seit dem Jahr 2017 erfreulicherweise einen Abfall haben. Wir sind derzeit bei ca. 17% von den E. colis vom Kalb, die wir untersuchen. Das ist zwar immer noch nicht so wirklich niedrig, aber zumindest die Tendenz, finde ich, ist auch eher erfreulich. Jetzt mal im Vergleich dazu E. coli vom Milchrind aus der Indikation Mastitis. Auch ich habe hier die gleichen Skalen gewählt, bin hier bei 100% und dann sieht man auf den ersten Blick, da ist die Resistenzraten doch sehr, sehr, sehr viel niedriger als bei den Isolaten vom Kalb. Ist natürlich auch eine andere Indikation, aber wir sehen hier, das ist alles deutlich unter 20%, hat sicherlich damit zu tun, dass es heute ein relativ abgeschlossenes Kompartiment ist, aber wie wir es eben schon von Mirjam gehört haben, je nachdem, welche Indikation man betrachtet, sind natürlich auch die Resistenzraten völlig unterschiedlich, möglicherweise. E. coli vom Ferkel habe ich hier mitgebracht. Die sehen unwesentlich anders aus als die E. coli vom Kalb.
Wir sind vielleicht so um den Faktor 10 niedriger insgesamt, sind hier die gleichen Wirkstoffe, die üblichen Verdächtigen, wie sie beim Kalb eben auch der Fall sind. Hier bei Amoxicillin-Clavulansäure, was ja auch immer ein Hinweis auf Beta-Lactamase-Bildner ist, sind die Raten allerdings niedriger als beim Kalb. Auch hier nochmal will ich Sie mit den MHK90-Daten belästigen, einfach damit Sie den Vergleich haben. Sie haben eben beim Kalb gesehen, es war alles im sehr, sehr hohen Bereich. Und hier sehen wir aber bei den Cephalosporinen der neueren Generation, die sind relativ stabil über die Jahre hinweg, sind nicht besonders hoch, möchte ich mal an der Stelle sagen. Das trifft auch für das Enrofloxacin zu. Wir haben hier zwei Ausreißer, hier und da. Kann ich nicht wirklich erklären, ich sage es gleich, gebe es zu, ich weiß es nicht, woran es liegen kann. Und ebenso wenig ist es wirklich erklärlich, warum die Cholestinwerte so stark schwanken. Es hängt sicherlich vom Probenmaterial mit ab, aber es ist ganz sicherlich bemerkenswert, dass es so starken Schwankungen unterliegt. Auch hier nochmal der Vollständigkeit halber, die LSPL vom Ferkel sind auch wesentlich niedriger als beim Kalb. Wir sehen hier bei 3% im Moment, wie gesagt, nicht selektiv angereichert, sondern die aus der ganz normalen Diagnostik sozusagen kommen. Aber wir sehen auch hier, und das ist auch ähnlich wie beim Kalb, seit 2018 hier zumindest einen kleinen Abwärtstrend. Hier noch einmal im Vergleich, das sind jetzt alles Daten aus dem Jahr 2020, aber dafür die verschiedenen Produktionsstufen nebeneinander gestellt. Auch das nochmal als Hinweis, dass man immer schauen muss, was habe ich denn vorliegen, ne? Was gucke ich mir denn gerade an? Und hier sehen wir schon, dass beim Kalb, das ist hier in diesem Orange-Rot dargestellt, tendenziell schon die höchsten Resistenzraten zu finden sind. Klar sind die jungen Tiere, die umgestallt werden, die Stress haben und die auch möglicherweise schneller krank werden. Ja, ich habe auch die lebensmittelliebenden Tiere hauptsächlich abgegrast, wie Sie sehen. Wir kommen jetzt zur Pute. Insgesamt kann man hier sagen, dass die Resistenzraten relativ uneinheitlich sind. Das hat allerdings auch damit zu tun, das muss ich hier wirklich nachdrücklich sagen, dass wir also hier geht es noch, aber dass wir hier relativ niedrige Isolatanzahlen haben. Das kann man untersuchen, das sind jetzt nicht so wenige, aber das muss man im Hinterkopf haben. Da wir keine Verpflichtung an die Labore haben, dass sie uns eine bestimmte Probenzahl einschicken müssen, müssen wir sozusagen das nehmen, was wir bekommen. Und da sind leider die großen Geflügelbetriebe in der Regel nicht dabei, die ihre Isolate einsenden, sodass wir an der Stelle zwar Hinweise ablesen können, aber wirklich richtig einen Trend für Deutschland möchte ich an der Stelle hier nicht daraus ableiten. Aber wir sehen, dass die Resistenzraten insgesamt auch bei den üblich verdächtigen Isolaten längst nicht so hoch sind wie bei Ferkel und wie beim Kalb. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu den Zoonose-Monitoring-Daten. Was wir hier allerdings auch sehen, und das ist die Besonderheit hierbei, hier haben wir zumindest einen Breakpoint für das Enrofloxacin. Das bietet uns natürlich an der Stelle die Gelegenheit, auch wirklich resistente Isolate abzulesen. Und da kann man tatsächlich auch sehen, dass hier sozusagen eine stetige Steigerung stattfindet. Die ist nicht riesig, aber sie ist da. Jetzt auch nochmal die Legehenne. Da können wir ein bisschen ablesen, dass da nicht so besonders viel eingesetzt wird, vermuteterweise. Wir sehen sehr niedrige Resistenzraten. Auch hier haben wir einen Breakpoint für das Enrofloxacin. Der ist unter 10%, schwankt hier so ein bisschen vor sich hin. Da muss man einfach gucken, wie der hier im aktuellen Jahr, da habe ich die Daten jetzt noch nicht ganz fertig gehabt, sich darstellt. Aber insgesamt sehen wir bei den Legehennen, und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die trifft nicht nur uns, relativ niedrige Resistenzraten zum Glück, denn wir wollen die Eier ja auch essen. Hier der Masthahn, auch verschiedene Indikationen. Die Wirkstoffe sind die üblichen Verdächtigen, die die höchsten Resistenzraten aufweisen, sind ein bisschen höher als bei der
bei der Pute sogar und sowieso höher als bei der Legehenne, aber insgesamt niedriger als bei Schwein und Kalb. Und hier sehen wir bei Enrofloxacin, zumindest in den letzten beiden Jahren, die wir untersucht haben, sind die Resistenzraten über 10%. Auch das muss man sich natürlich mit Bedacht ansehen. Hier nochmal die ESBLs. Da ist es tatsächlich so, dass wir im Studienjahr 2020 tatsächlich gar kein ESBL-positives Isolat gefunden haben. Die Zahlen sind, ja, wie schon gesagt, relativ niedrig, auch niedriger als in der Literatur. Das hat aber mit der Anzucht zu tun. So, jetzt habe ich hier noch heimlich was Gram-Positives eingeschmuggelt, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Und hatte Ihnen ja eben die E. coli-Daten bei Mastitis beim Milchrind gezeigt. Und hier nochmal der Staph aureus dazu. Auch hier sehen wir relativ niedrige Resistenzraten. Hier haben wir für das Ceftiofur immerhin einen Grenzwert. Sie sehen wenig Resistenz dort. Was wir hier sehen, ist das Oxacillin als Hinweis auf die MRSA, die wir hier untersucht haben. Die habe ich nochmal rausgeholt sozusagen. Wir hatten im Jahr 2017 eine relativ hohe Rate von fast 14%, die sich aber im Studienjahr 2019 wieder relativiert hat. Die sind alle MAC-A-positiv und sind molekularbiologisch bestätigt. Schnell noch ein Staph aureus vom Schwein diesmal. Da sehen die Resistenzraten schon ein bisschen anders aus, wobei auch hier nicht so wirklich viele Isolate eingegangen sind. Auf was ich tatsächlich noch mal hinweisen wollte an dieser Stelle ist das Oxacillin wieder. Wir haben 48% Oxacillin, also positive, MRSA-positive Staph aureus und tatsächlich sind 64% davon dieser ST398, ich weiß gar nicht mehr, wer es heute schon mal erwähnt, ich glaube Herr Pleetz war es oder war es gestern, ich kann mich schon nicht mehr richtig erinnern. Das sind die Isolate, die möglicherweise auch dort gefunden werden, wer mit Schweinen zu tun hat, auch in der menschlichen Bevölkerung. So, es ist noch ein bisschen bis zur Kaffeepause, deshalb will ich Sie gar nicht weiter quälen mit meinen vielen Daten. Es sind nämlich noch viel, viel mehr. Ich habe die Infektionserreger für die Atemwegsinfektion und Ähnliches einfach außen vor gelassen, sondern habe mir gedacht, ich sage Ihnen einfach, wo Sie das nachlesen können. Es werden jährlich die Berichte veröffentlicht, die wir zuerst ans Ministerium natürlich stellen und danach auf der BVL-Homepage. In den BVL-Reporterheften sind kostenlos über die Homepage einzusehen. Wir sind immer ein klein bisschen im Verzug, weil es immer dann noch ein bisschen dauert, den Bericht in ein brauchbares PDF-Format umzuwandeln. Aber wie gesagt, frei zugänglich über die BVL-Homepage. Die teilnehmenden Labore können separate Berichte erhalten, das wissen Sie auch, das wollen wir gerne noch automatisieren, das ist aber quasi fast fertig. Und mir bleibt jetzt nur noch was aufsummieren, was brauchen wir. Also eigentlich hätte ich deine Folie von eben noch mal schön nehmen können, Mirjam, das passt sehr gut. Klar, wir müssen die Ergebnisse interpretieren und kommunizieren. Wir müssen sie vorsichtig interpretieren. Wir müssen genau hinschauen, was untersuchen wir und wie untersuchen wir es und wie bewerten wir das Ganze. Das hört sich einfach an, es ist aber keine so eine wirklich einfache Geschichte. Wir müssen genau schauen, was wir miteinander vergleichen können, was geht und was geht nicht und wann kommt dann tatsächlich der Apfel zur Birne oder ist es nur die andere Birnenart. Was wir noch brauchen, ist mehr Erregerdiagnostik. Wir müssen wissen, was macht die Tiere ursächlich krank und brauchen dazu standardisierte Verfahren. Zudem, klar, brauchen wir valide Therapiestrategien. Wir müssen Antibiotika intelligent einsetzen, denn sonst verbrauchen wir sie. Auch daher brauchen wir eine Entscheidungshilfe für die empirische Therapie. Die können durch solche Daten geliefert werden. Und ja, was gibt es sonst noch zu tun? Wir müssen möglichst den Eintrag pathogener Bakterien verringern in die Population, wo es möglich ist. Natürlich Prophylaxestrategien wie die Impfung, gute Haltungsbedingungen, keine Frage. Hygiene auch nicht zu vernachlässigen. Antibiotika sind kein Ersatz für eine schlechte Hygiene. Und zudem muss man möglicherweise auch Zuchtziele
überdenken und ob diese Leistungsanforderungen, die wir an unsere Tiere stellen, wirklich so gerechtfertigt sind oder ob man nicht auch da was verändern kann. Genau, bei den Laboren möchte ich mich zuallererst bedanken, die durch ihre hervorragende Mitarbeit dies alles überhaupt erst möglich machen und die seit vielen, vielen Jahren wirklich eine ganz tolle Arbeit bei uns leisten. Und dann möchte ich mich bei meinen vielen Kolleginnen und Kollegen bedanken, ohne die das alles gar nicht möglich ist. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.